Assalamu alaikum Freunde, heute lassen wir ChatGPT gegen Gemini, eines der beliebtesten Mobile Games, bauen. Und um das Richtige herauszufinden, habe ich einfach gegoogelt, welche Mobile Games in Indien beliebt sind, weil Indien hat einfach die größte Population der Welt. Und von den ganzen Games liegt die Entscheidung bei Subway Surfers. So, wir haben 15 Minuten Zeit, wir starten mit ChatGPT rein. Und wir gehen das Ganze strategisch an. ChatGPT listet uns auch bitte die Features von Subway Surfers auf, damit du das gleich einfach nachbauen kannst. Chatty hat uns was zu Core Gameplay, Power-Ups und Characters rausgespuckt und bau das ganze Ding doch jetzt als Webseite, keine Game Engine. Ich möchte es einfach nur als eine Datei im Web ausführen können. Oh ja, ChatGPT startet schon zu kochen und natürlich benutzen wir hier die ChatGPT Gratis-Version. Ich meine, YouTube läuft noch nicht so, dass da jetzt hier ChatGPT Premium springt, aber das kommt noch. Da wir die Datei später ausführen müssen, erstelle ich schon mal in VS Code eine Index.html, die können wir einfach aus dem Browser aufrufen. Und ich sehe gerade, ChatGPT schreibt noch. Insane, wie viel der einfach schreibt. Ich bin auch Softwareentwickler hauptberuflich, aber der schreibt einfach mehr als ich. Aber es gibt jetzt einen Preview-Button. Was macht der denn? Ist der wie in Gemini? Und boah, ich habe einfach eine Preview jetzt. Boah, ich kann das ganze Ding jetzt einfach in ChatGPT zocken. Okay, ChatGPT hat nachgerüstet mit Gemini. Da ist die Anleitung, wie funktioniert das? Mit Space Jumpen, mit rechts, links, sollte ich die Lane wechseln können? Okay, das ist eine interessante Grafik. Ich dachte, Subway Surfers geht geradeaus und nicht nach rechts. Das Game ist ganz cool, auch mit den Coins. Es macht Spaß. Aber es ist ja kein Subway Surfers, oder? Also die Richtung ist halt nicht richtig. Ach, den Block kann ich... Das Schild ist einfach stabil. Jetzt kann ich auch den ersten Block überspringen. Schild ist strong, da bin ich reingeglitscht. Jetzt verbessern wir den ganzen Daten noch. Ich würde gerne nach rechts laufen und ich würde auch gerne diese komische Game Art verwenden, die wir hier gerade gefunden haben. Also wenn das nicht AI-generated ist, dann weiß ich auch nicht. Ach okay, wir haben GPT-5 benutzt und jetzt sind die Tokens einfach weg. Das heißt, das war so die Gratis-Demo. Und jetzt, wo die Tokens weg sind, wird das Spiel auch einfach sabotiert. Das funktioniert jetzt gar nicht mehr. Ja, finde ich auch klasse. GPT gut gemacht, 3 Minuten waren noch auf dem Tacho, jetzt ist es Zeit. Ich glaube, an der Stelle müssen wir jetzt einfach 15 Minuten zu Gemini switchen. Hey Gemini, bitte liste uns doch jetzt mal die Features auf von Subway Surfers. Und welches Modell ist das? Ach, Thinking mit 3 Pro. Naja, wenn das free ist, dann würde ich sagen, zack, rein damit. Und Gemini lädt einfach schon. Boah, der ist schnell. Was haben wir hier? Wir haben schon ein paar hundert Zeilen Code. Ich sehe gerade, der analysiert hier die Game Mechanics. Und jetzt bauen uns das Ganze doch mal als Webseite. Ich glaube, das wäre doch cool. Die Frage ist, ob Gemini das wieder so crazy macht wie letztes Mal. Im letzten Video hatten wir Clash Royale. Und bei Gemini konnte man das spielen. Und der Gegner, der hat einfach Karten gesetzt und zurückgespielt. Das hat auf jeden Fall richtig gebockt. Der hat jetzt hier schon was Schönes zusammengekocht. Ich hoffe, das wird einfach besser als dieses ChatGPT-Game vorher. Ich meine, wir sind nach rechts gelaufen, es hat Spaß gemacht, aber es war nicht so der Badedrops. Und das hat mich so ein bisschen an das Google-Game erinnert, falls ihr wisst, was ich meine. So dieses Game, wenn ihr kein Internet habt und dann so über diese Kakteen springen müsst. Gemini ist gerade bei 380 Zeilen und ChatGPT hatte so ungefähr 270 Zeilen Code. Also ich würde jetzt auch gerne 100 Zeilen mehr Funktionalität haben, also ein geileres Game. Und was bedeutet das hier nochmal ohne Canvas? Nee, nimm einfach das Thinking-Modell und zack, da ist schon die Lösung. Ich sehe schon einen krassen Button. Da ist noch ein Fehler, aber ich glaube, der behebt den einfach von alleine. Wie immer, Vorschau-Knopf und zack, da ist schon Subway Runner. Mann, das sieht genauso aus wie Subway Surfers. Nur halt einfach nicht wie Subway Surfers. Ich kann mich nach rechts, links bewegen, ich kann springen. Das ist schon echt gut, so wie Funktionalität. Ich bin gecrashed, wie auf der Autobahn, Licht aus, weiterfahren. Und okay, das sieht witzig aus, wenn ich so runtergehe. Mal gucken, naja, ich kann noch nicht oben drauf springen auf die Obstacles, auf die Hindernisse. Aber das fixen wir. Hey Gemini, das ist schon mega nice. Aber ich würde auch gerne auf den roten Dingern, auf diesen Hindernissen laufen können. Kannst du das bitte einbauen? Okay, rechts, links, funktioniert noch. Ich muss runter, damit ich höher springen kann. Macht Sinn. Ich glaube, Gemini hat einfach mitgedacht. Ich kann über Hindernisse jetzt überspringen. Das ist auch gut. Es gibt kleine, mittelgroße. Was für Crash? Nee, da war doch vorher kein Hindernis. Okay, irgendwie ist es gecrashed. Aber ich glaube, der hat uns crashen lassen, damit wir ihm nochmal eine Prompt geben, um coole Special Items zu haben. Gemini, bitte adde Special Items. Sowas wie Magneten oder ein extra Speed Boost, das wäre mega cool. Und wenn es geht, auch Cosmetics. Aber das können wir auch nachher machen. Und Gemini kocht jetzt wieder. Ich sehe schon, wir sind jetzt schon bei über 800 Zeilen. Okay, wie immer Vorschau-Knopf und zack. Ich kann links, rechts, oben, so wie immer. Ich habe ein paar crazy Coins, ja. Ich bin über das rote Ding drüber gesprungen. Ja, nimm noch die Coins, ich will jetzt die Special Effects sehen. So, ich weiß, jetzt gleich kommt ein Special Item. Okay, nach einer Prompt, damit jetzt auch wirklich alles funktioniert, sagt Gemini, du hast jetzt noch eine Chance bekommen. Ich sehe jetzt hier die Münzen, die fliegen schon auf mich zu. Okay, da hinten ist so eine blaue Sphäre. Mal gucken, was sie macht. Boah, ich habe eine Magnetenanzeige oben. Funktioniert's? Crazy.
Ich habe einfach Magnetensachen bekommen. Und das grüne Ding ist noch nicht ganz klar, was es macht. Ich würde auf Speed tippen. So, ein Schild wäre auch cool, aber mal davon abgesehen, Speed haben wir jetzt. Und wir können auf die roten Dinger drauf spielen. Gemini, du hast alles richtig gemacht. Das sieht schon mega nice aus. Okay, gib uns noch ein bisschen Speed, damit wir nochmal mit Speed drüber jumpen können. Und insgesamt würde ich sagen, ist das Game echt nice. Und auch wenn das nur so ein Trash-Game ist, ich möchte auf jeden Fall Cosmetics haben. Ich brauche diesen Melonenkopf. Und ich glaube, so ein Trash-Game, ich würde das auch echt gerne mit meinen Freunden zocken. Einfach weil es Bock macht, wenn man so schnell was selber gecodet hat. Und wenn man das dann so im Multiplayer-Modus spielen kann, dann so zu sehen, wer weiterkommt und was man noch so einbauen kann, das ist auf jeden Fall nice. Und ja, ich glaube, das wären so meine Freunde, die da sind. Ja. Ich glaube, das trifft ziemlich gut so die Leute, die dann total Rage quitten bei so einem simplen Game. Das ist einfach wie bei Monopoly. Wie dem auch sei. So, Gemini hat jetzt hier fertig gekocht. Ich glaube, wir haben schon über 1000 Zeilen. Und wir haben einen Store-Knopf dazu bekommen in Subway Runner. Das ist schon mal crazy. Das ist ein gutes Upgrade. Ich kann jetzt Tap to Run machen. Also komm, Gemini, hau mal was raus. So, die Sphere mit dem Magneten war wieder da. Aber ich glaube, der Magnet, der war jetzt nicht da. So, ich kann immer noch aufs rote Ding draufspringen, gecrashed, das ist gut, weil ich will jetzt was ausprobieren zu kaufen. Okay, Gemini, komm. Enttäusch mich nicht, ich weiß, dass du das einbauen kannst. Ich glaube, wir haben jetzt gerade noch so eine Minute übrig. Ich möchte jetzt diesen Melonenkopf haben und wir testen das Ganze jetzt nochmal, nächste Revision. Wir haben 498 Coins, der Melonenkopf kostet 500 Coins. Und ich habe gesagt, komm, die 2 Coins kann ich mir spielen, dann hat man noch so ein bisschen Spaß dabei. So, jetzt, ich habe Magneten, ich habe Speed, ich habe 500 Coins. Und ich springe nochmal so auf ein Hindernis, weil ich es kann. So, für den Flex, jetzt komm, wo ist ein Hindernis? Crash einfach irgendwo rein. Die 15 Minuten sind jetzt auch schon rum, aber das macht gerade Spaß. Ich will jetzt diesen Melonenkopf haben. Wir machen weiter. Ich weiß, wir überziehen jetzt gerade. Das, was wir bei ChatGPT einfach an Zeit und die 3 Minuten raus hatten, die nehmen wir jetzt hier einfach dazu, weil das so viel mehr Spaß macht mit Gemini. By the way, da fällt mir ein, ich habe letztens mit ein paar Kollegen über Google-Aktie gesprochen und die meinten so, bei Aktien Google hatte ja hier Gemini 4 vorgestellt und dann ist es geskyrocketed und ich so, yo, ich habe doch ein paar Aktien von Google gekauft. Dann habe ich so reingeguckt und da war einfach 67% Returns. Und ich war so, yo, das ist ja mega krass. Bedeutet das nicht, wenn ich jetzt Gemini Pro kaufe, dass das auch indirekt so ganz bisschen die Google-Aktie stärkt? Naja, ich glaube, das wäre eine gute Frage. Und Gemini hat ja was gebaut. Ja, das sieht gut aus. Ich habe ein Inventar für den Melonenkopf. Ich kann das sogar auswählen. Aber wo ist das Spiel? Spiel einfach weg. So, zack, Spiel wieder eingefügt und da ist der Melonenkopf. Da ist der Melonenkopf. Ich glaube, wir haben das Game gerockt. So, das wäre doch witzig, wenn ich das publishen würde. Ich kann das Game ja einfach online irgendwo publishen, im Play Store oder als Web-App. Ich meine, das ist ja eine einfache Webseite, so, da ist ja null Logik. Wäre das sinnvoll? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, meine Freunde und ich würden es feiern. Und das war auf jeden Fall ein ziemlich gutes zweites Video. Ein ziemlich gutes zweites Mal für Gemini gegen ChatGPT. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, Gemini hängt ChatGPT mehr und mehr ab. Also ich war immer ein großer Freund von ChatGPT, der hat mir durch die Uni geholfen, aber langsam sackt's rein. Wie dem auch sei, es hat Spaß gemacht, Freunde. Wir sehen uns nächstes Mal und gebt mir mal ein paar geile Kommentare für coole Spiele, die wir machen können. Oder Apps. Ich glaube, wir könnten noch Apps machen. Und ich wünsche euch viel Spaß. Bis nächstes Mal. Bye.